Was geht ab YouTube? Ihr seid wieder bei Lift You Up. Wann immer wir uns in der heutigen Fitnessszene mit dem Thema Übungsausführung beschäftigen, dauert es nicht lange, bis irgendjemand aus der Ecke schreit: Mach Mobility! Die Objektive ist dabei, für denjenigen jemanden zu verhelfen, in der Regel für eine Grundübung, beweglich genug zu werden. Wobei nicht mal das der Fall sein muss, denn es wird so oder so irgendwas in den Raum geschrien, und sei es nur zur Verletzungsprävention. Zunächst mal will ich jetzt nicht voll in die Mobility-Thematik und den Sinn und vor allem Unsinn dahinter einsteigen. Es sollte kurz reichen, meine derzeitige Haltung zum Thema Mobility darzulegen, um anschließend dann zum Wichtigen zu kommen. Machen wir es kurz. Das, was euch glatzköpfige 60 Kilo Mobility-Gurus zu den Eigenschaften von Mobilitätstraining versprechen, ist so nicht einzuhalten. Foam Rolling beispielsweise hat höchstwahrscheinlich keinerlei Einflüsse auf eure Faszien. Faszien passen sich Muskelkräften an und nicht umgekehrt. Und auch die Faktenlage hinter sogenannten Triggerpunkten ist unfassbar dünn, und das, was daran wahr ist, hat einen extrem spezifischen medizinischen Kontext, der rein gar nichts mit dem 60-minütigen Smashen mit kleinen harten Bällen vom Kniebeugen zu tun hat. Auch macht euch Mobilitätstraining nicht langfristig flexibler, es sei denn, es umfasst wirklich langwierige Episoden von statischem Dehnen, und selbst dann ist die gewonnene Flexibilität spezifisch für die Position, in der gedehnt wurde. Auf jeden Fall ist Mobility hier nicht besser als reguläres dynamisches Stretchen, da die Eigenschaften, die mit mehr Beweglichkeit einhergehen, zum Großteil auf Aktivitäten des Nervensystems zurückzuführen sind. Und da jetzt sowieso jeder Zweite empört aufschreit, aber für mich hat's funktioniert, tue ich es euch Spezialisten gleich und gebe euch gleich mal ein ebenso anekdotisches Beispiel, was für mich zuletzt so funktioniert hat. Ich persönlich finde eigentlich, dass ich genau der richtige Ansprechpartner bin, sobald es um dieses Thema geht, da ich als ehemaliger Turner, wo wir vorhin schon bei Stretching waren, das ein oder andere von Beweglichkeit verstehe, und da ich selbst vor knapp 2 Jahren zunächst auf den Mobility Bandwagon aufgesprungen bin. Davor habe ich nie Mobility Training gemacht. Kein Foam Rolling, keine Trigger Point Releases, gar nichts von dem ganzen Käse. Dann habe ich genau das eine ganze Zeit lang gemacht, über mehrere Monate hinweg, und seither wiederum gar nicht. Und an der Stelle dürft ihr raten, wie viel Unterschied das Ganze genau gemacht hat. Zero! Wobei doch mit Mobility à la Foam Rolling und so weiter aufzuhören, hat einen großen Unterschied gemacht. Denn jetzt habe ich weitaus weniger Schmerzen dadurch, dass ich mich nicht mehr pausenlos auf einer Rolle zu Tode quäle. Übrigens sehr seltsam, dass man nach dem Rollen weniger Schmerzen hat. Ich meine, in einem Moment poliere ich dir die Fresse und im nächsten höre ich damit auf. Was fühlt sich besser an? Aber ob ihr es glaubt oder nicht, es soll ja nicht nur darum gehen, Mobility zu bashen, auch wenn mir das immer wieder Freude bereitet. Es soll um etwas anderes gehen. Wie die meisten von euch mitbekommen haben, habe ich mich vor kurzem am unteren Rücken verletzt. Und der Grund dafür war fehlende Mobilität. Du hältst deine Schnauze. Der Grund meiner Verletzung war schlichtweg ein unzureichendes Maß an Konzentration, ein lazy ausgeführtes Valsalva-Manöver und daraus resultierend fehlende Körperspannung. Diese Situation wiederum hat mich dazu gezwungen, sehr stückweise erneut in Bewegungen wie den Squat oder den Deadlift einzusteigen, um meinem Gehirn vor allem zu signalisieren, dass es den Schmerz, der bislang eben noch relativ akut war, so langsam wieder abstellen kann. Der springende Punkt ist nun, dass mich die durch die Verletzung wiedererlangte Vorsicht während der Bewegungen zurück zu den Basics geführt und an das erinnert hat, was wirklich wichtig ist, um eine Bewegung zu lernen, sie langfristig verletzungsfrei ausführen zu können und vor allem durch ihre Ausführung an sich beweglicher zu werden. Körperspannung. Jeder, der mich kennt, der weiß beispielsweise, dass egal wie viel Fokus ich in die Kniebeuge gelegt habe, ich habe es einfach auf Teufel komm raus nicht geschafft, einen Buttwink am untersten Punkt der Bewegung zu verhindern. Oder war ich überhaupt fokussiert genug? Seit meiner Verletzung nämlich bin ich so unglaublich penibel mit dem Abkippen meines Beckens, da ich meinem Rücken einfach keinen erneuten Grund geben möchte, sich zu melden. Und siehe da, es geht. Hierbei geht es jetzt natürlich auch um gewisse Anpassungen, die ich gemacht habe, die sich aber alle im Rahmen des Punktes Körperspannung und Konzentration abspielen. Wie zum Beispiel eine ausgeprägtere Beugung der Knie,
ein noch fokussierteres Absetzen zwischen die Hüften bei einem etwas weiteren Stand und vor allem das Ansteuern der Rückenstrecker, was mir in seiner Kombination jetzt eben doch ermöglicht, einen Buttwink noch weniger zuzulassen. Hiermit möchte ich übrigens nicht pauschalisiert formulieren, dass ein Buttwink automatisch zu Verletzungen führt. Das muss nicht so sein. Aber es ist höchstwahrscheinlich besser, ihn zu verhindern, wenn man ihn verhindern kann. Die Moral von der Geschichte ist folgende. Strengt euch verdammt nochmal an, wenn ihr eine Bewegung lernt und gebt euch nicht leicht dem Irrglauben hin, ihr seid eine einzigartige Schneeflocke und nur ihr allein auf der Welt könnt einen Buttwink nicht verhindern. Ja, es gibt solche Menschen, aber du da draußen, du gehörst höchstwahrscheinlich nicht dazu. Und das gilt natürlich für alle Übungen. Dieses Video hier beschäftigt sich nun weniger mit der genauen Herangehensweise, wie man überhaupt lernt, sich zu fokussieren und Muskeln richtig anzusteuern. Denn das ist wahrscheinlich immer noch das Schwierigste, gerade für Anfänger, in diesem Sport überhaupt. Aber das Video soll euch einfach helfen, eure Prioritäten richtig zu setzen. Ich meine, wenn ihr unbedingt Bock habt auf ausgiebiges Mobilitätstraining, macht's meinetwegen. Ist nicht meine Zeit, die verloren geht. Und großartig schaden wird es euch jetzt auch nicht. Aber schaut einfach, dass ihr weniger Zeit rollend auf dem Boden verbringt und steckt diese Zeit lieber in das ausgiebige Lernen der Übungsausführung. Versucht euch zu fokussieren, zu konzentrieren und achtet wirklich darauf, zu jedem Zeitpunkt während einer Bewegung genügend Körperspannung aufzubauen. Dann gelingt euch nämlich auch das Einnehmen der gewünschten Körperhaltung unter Last. Das war's von mir. Hit that Like Button, share that shit, do whatever with it. Und wir sehen uns im nächsten Video. Nicht vergessen, abonnieren und mutieren. Peace!